Hallo Jonas, wie war dein Wochenende? Hallo Jonas, wie war dein Wochenende? Hi Anna, mein Wochenende war super. Ich war wandern. Und deins? Klingt toll. Ich habe gelesen und ein bisschen gekocht. Was magst du am Wandern? Klingt toll. Ich habe gelesen und ein bisschen gekocht. Was magst du am Wandern? Ich liebe die Natur und die frische Luft. Und es entspannt mich. Liest du gerne Romane? Ich liebe die Natur und die frische Luft. Und es entspannt mich. Liest du gerne Romane? Ja, ich lese Romane und auch Biografien. Gerade lese ich ein Buch über eine Reise nach Afrika. Und du, liest du? Ja, ich lese Romane und auch Biografien. Gerade lese ich ein Buch über eine Reise nach Afrika. Und du, liest du? Gelegentlich. Aber ich höre lieber Hörbücher. Ich finde es praktisch, weil ich dabei auch etwas anderes machen kann. Gelegentlich. Aber ich höre lieber Hörbücher. Ich finde es praktisch, weil ich dabei auch etwas anderes machen kann. Das stimmt. Hörst du eher Krimis oder etwas anderes? Das stimmt. Hörst du eher Krimis oder etwas anderes? Meistens Fantasy oder Science Fiction. Hast du ein Lieblingsbuch? Meistens Fantasy oder Science Fiction. Hast du ein Lieblingsbuch? Oh ja, Der Alchemist, von Paulo Coelho. Das Buch hat mich wirklich inspiriert. Und du? Oh ja, Der Alchemist, von Paulo Coelho. Das Buch hat mich wirklich inspiriert. Und du? Mein Lieblingsbuch ist Der Herr der Ringe. Ich finde die Geschichte faszinierend. Mein Lieblingsbuch ist Der Herr der Ringe. Ich finde die Geschichte faszinierend. Das ist ein Klassiker. Machst du noch andere Hobbys außer Wandern? Das ist ein Klassiker. Machst du noch andere Hobbys außer Wandern? Ja, ich spiele Gitarre. Es macht mir Spaß, eigene Melodien zu komponieren. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Es macht mir Spaß, eigene Melodien zu komponieren. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Klavier. Ich habe als Kind angefangen und es nie aufgegeben. Ja, ich spiele Klavier. Ich habe als Kind angefangen und es nie aufgegeben. Das ist toll. Klassik oder moderne Stücke? Das ist toll. Klassik oder moderne Stücke? Beides, aber ich spiele gerne Beethoven. Und welche Musik spielst du? Beides, aber ich spiele gerne Beethoven. Und welche Musik spielst du? Hauptsächlich Rock und Pop. Ich versuche, Songs nachzuspielen, die ich mag. Hauptsächlich Rock und Pop. Ich versuche, Songs nachzuspielen, die ich mag. Spannend. Gehst du auch zu Konzerten? Spannend. Gehst du auch zu Konzerten? Ja, so oft wie möglich. Letzten Monat war ich bei einem Coldplay-Konzert. Und du? Ja, so oft wie möglich. Letzten Monat war ich bei einem Coldplay-Konzert. Und du? Ich gehe selten zu Konzerten, aber ich liebe Opern. Letztes Jahr war ich in der Zauberflöte. Ich gehe selten zu Konzerten, aber ich liebe Opern. Letztes Jahr war ich in der Zauberflöte. Das ist bestimmt beeindruckend. Was machst du noch gerne? Das ist bestimmt beeindruckend. Was machst du noch gerne? Ich mache Yoga, um mich zu entspannen. Und du? Ich mache Yoga, um mich zu entspannen. Und du? Ich gehe oft laufen. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Machst du auch Sport? Ich gehe oft laufen. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Machst du auch Sport? Ja, ich schwimme gerne. Es ist gut für den ganzen Körper. Ja, ich schwimme gerne.
Es ist gut für den ganzen Körper. Stimmt, Schwimmen ist super. Hast du schon mal an einem Wettkampf teilgenommen? Stimmt, Schwimmen ist super. Hast du schon mal an einem Wettkampf teilgenommen? Nein, ich schwimme nur zum Spaß. Hast du Hobbys, die du gemeinsam mit Freunden machst? Nein, ich schwimme nur zum Spaß. Hast du Hobbys, die du gemeinsam mit Freunden machst? Ja, wir spielen manchmal Basketball. Und du? Ja, wir spielen manchmal Basketball. Und du? Ich treffe mich gerne mit Freunden zum Kochen. Wir probieren oft neue Rezepte aus. Ich treffe mich gerne mit Freunden zum Kochen. Wir probieren oft neue Rezepte aus. Das klingt lecker. Was habt ihr zuletzt gekocht? Das klingt lecker. Was habt ihr zuletzt gekocht? Wir haben italienische Pasta gemacht. Und du, kochst du auch gerne? Wir haben italienische Pasta gemacht. Und du, kochst du auch gerne? Ja, aber eher einfache Sachen. Ich grille gerne im Sommer. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, aber eher einfache Sachen. Ich grille gerne im Sommer. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, ich liebe Sushi. Es ist frisch und leicht. Magst du Sushi? Ja, ich liebe Sushi. Es ist frisch und leicht. Magst du Sushi? Sehr, ich könnte es jeden Tag essen. Was machst du sonst noch gerne? Sehr, ich könnte es jeden Tag essen. Was machst du sonst noch gerne? Ich fotografiere gerne. Besonders Landschaften. Und du? Ich fotografiere gerne, besonders Landschaften. Und du? Ich auch, vor allem bei meinen Wanderungen. Fotografierst du digital oder analog? Ich auch, vor allem bei meinen Wanderungen. Fotografierst du digital oder analog? Meistens digital, aber analog finde ich auch spannend. Was ist dein Lieblingsmotiv? Meistens digital, aber analog finde ich auch spannend. Was ist dein Lieblingsmotiv? Berge und Sonnenuntergänge. Und deins? Berge und Sonnenuntergänge. Und deins? Blumen und Tiere. Sie haben so viele Farben. Hängst du deine Fotos auf? Blumen und Tiere, sie haben so viele Farben. Hängst du deine Fotos auf? Ja, einige davon. Es ist schön, die Erinnerungen zu sehen. Hast du schon mal eine Ausstellung gemacht? Ja, einige davon. Es ist schön, die Erinnerungen zu sehen. Hast du schon mal eine Ausstellung gemacht? Nein, aber das wäre eine tolle Idee. Vielleicht irgendwann. Fotografierst du auch Menschen? Nein, aber das wäre eine tolle Idee. Vielleicht irgendwann. Fotografierst du auch Menschen? Ja, aber nur Freunde und Familie. Es ist persönlicher. Machst du das auch? Ja, aber nur Freunde und Familie. Es ist persönlicher. Machst du das auch? Manchmal, aber ich bin schüchtern, Leute zu fragen. Wie siehst du das? Manchmal, aber ich bin schüchtern, Leute zu fragen. Wie siehst du das? Verstehe ich. Manchmal hilft es, einfach zu erklären, warum man fotografieren möchte. Hast du noch andere Hobbys? Verstehe ich. Manchmal hilft es, einfach zu erklären, warum man fotografieren möchte. Hast du noch andere Hobbys? Ich bastel gerne. Karten oder kleine Geschenke. Was ist mit dir? Ich bastle gerne, Karten oder kleine Geschenke. Was ist mit dir? Ich habe mal Modellautos gebaut. Das war sehr entspannend. Ich habe mal Modellautos gebaut. Das war sehr entspannend. Das klingt nach Geduld. Hast du viele Modelle? Das klingt nach Geduld.
Hast du viele Modelle? Ein paar, ja, ich baue jetzt weniger, weil ich mehr Zeit für die Gitarre brauche. Planst du neue Projekte? Ein paar. Ja, ich baue jetzt weniger, weil ich mehr Zeit für die Gitarre brauche. Planst du neue Projekte? Ja, ich will einen kleinen Garten anlegen. Was denkst du? Ja, ich will einen kleinen Garten anlegen. Was denkst du? Das ist eine tolle Idee. Pflanzen zu pflegen kann sehr beruhigend sein. Das ist eine tolle Idee. Pflanzen zu pflegen kann sehr beruhigend sein. Genau. Hast du schon mal Gegärtnern ausprobiert? Genau, hast du schon mal Gegärtnern ausprobiert? Ja, ich habe ein paar Tomaten auf dem Balkon. Es macht Spaß. Ja, ich habe ein paar Tomaten auf dem Balkon. Es macht Spaß. Vielleicht könnten wir zusammen etwas pflanzen? Eine kleine Herausforderung? Vielleicht könnten wir zusammen etwas pflanzen? Eine kleine Herausforderung? Das wäre spannend. Wie wäre es mit einem kleinen Gewächshaus? Das wäre spannend. Wie wäre es mit einem kleinen Gewächshaus? Eine gute Idee. Da könnten wir frische Kräuter anbauen. Was denkst du? Eine gute Idee, da könnten wir frische Kräuter anbauen. Was denkst du? Perfekt. Ich liebe frische Minze für Tee. Trinkst du Tee? Perfekt. Ich liebe frische Minze für Tee. Trinkst du Tee? Ja, vor allem grünen Tee. Es entspannt mich abends. Und du? Ja, vor allem grünen Tee. Es entspannt mich abends. Und du? Ich trinke gerne Früchtetee. Hast du eine Lieblingssorte? Ich trinke gerne Früchtetee. Hast du eine Lieblingssorte? Ja, Jasmintee. Der Duft ist herrlich. Machst du auch mal Teezeremonien? Ja, Jasmintee, der Duft ist herrlich. Machst du auch mal Teezeremonien? Nein, aber das klingt interessant. Hast du das schon mal ausprobiert? Nein, aber das klingt interessant. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, vor Jahren in Japan. Es war eine beeindruckende Erfahrung. Würdest du das machen wollen? Ja, vor Jahren in Japan. Es war eine beeindruckende Erfahrung. Würdest du das machen wollen? Auf jeden Fall. Es klingt entspannend und lehrreich. Was hast du noch gelernt? Auf jeden Fall. Es klingt entspannend und lehrreich. Was hast du noch gelernt? Origami. Ich finde es faszinierend, wie man aus Papier Kunst machen kann. Willst du es probieren? Origami. Ich finde es faszinierend, wie man aus Papier Kunst machen kann. Willst du es probieren? Sicher, ich habe mal einen Kranich gefaltet, aber das war alles. Was ist dein Lieblingsmotiv? Sicher, ich habe mal einen Kranich gefaltet, aber das war alles. Was ist dein Lieblingsmotiv? Blumen. Sie sind filigran und schön. Was würdest du gerne lernen? Blumen. Sie sind filigran und schön. Was würdest du gerne lernen? Vielleicht Töpfern. Es wirkt beruhigend und kreativ. Hast du es schon mal gemacht? Vielleicht Töpfern. Es wirkt beruhigend und kreativ. Hast du es schon mal gemacht? Nein, aber es klingt spannend. Ich habe nur einmal mit Ton modelliert. Es war lustig. Nein, aber es klingt spannend. Ich habe nur einmal mit Ton modelliert. Es war lustig. Dann sollten wir das mal zusammen machen. Eine Werkstatt wäre ideal. Dann sollten wir das mal zusammen machen. Eine Werkstatt wäre ideal. Gute Idee. Danach könnten wir unsere Werke bemalen. Welche Farbe magst du?
Gute Idee, danach könnten wir unsere Werke bemalen. Welche Farben magst du? Kräftige Farben wie Blau und Rot. Und du? Kräftige Farben wie Blau und Rot. Und du? Pastellfarben. Sie sind beruhigend. Was machst du, um kreativ zu bleiben? Pastellfarben, sie sind beruhigend. Was machst du, um kreativ zu bleiben? Ich zeichne manchmal Skizzen, einfach aus dem Kopf. Zeichnest du? Ich zeichne manchmal Skizzen, einfach aus dem Kopf. Zeichnest du? Ja, ich skizziere gerne Pflanzen und Tiere. Das hilft mir, achtsam zu sein. Ja, ich skizziere gerne Pflanzen und Tiere. Das hilft mir, achtsam zu sein. Das klingt inspirierend. Was ist dein aktuelles Projekt? Das klingt inspirierend. Was ist dein aktuelles Projekt? Ich arbeite an einer Serie über Vögel. Sie sind so vielseitig. Hast du ein Lieblingstier? Ich arbeite an einer Serie über Vögel. Sie sind so vielseitig. Hast du ein Lieblingstier? Hunde, sie sind treu und verspielt. Hast du ein Haustier? Hunde, sie sind treu und verspielt. Hast du ein Haustier? Ja, eine Katze. Sie heißt Luna und ist sehr verschmust. Magst du Katzen? Ja, eine Katze. Sie heißt Luna und ist sehr verschmust. Magst du Katzen? Sehr, sie haben eine faszinierende Persönlichkeit. Was mag Luna besonders? Sehr, sie haben eine faszinierende Persönlichkeit. Was mag Luna besonders? Sie liebt es, am Fenster zu sitzen und die Vögel zu beobachten. Und was würde dein Hund gerne machen? Sie liebt es, am Fenster zu sitzen und die Vögel zu beobachten. Und was würde dein Hund gerne machen? Mein Hund würde stundenlang Ball spielen. Vielleicht sollten wir mal unsere Tiere vorstellen? Mein Hund würde stundenlang Ball spielen. Vielleicht sollten wir mal unsere Tiere vorstellen? Gute Idee. Das wäre sicher lustig. Wann hast du Zeit? Gute Idee, das wäre sicher lustig. Wann hast du Zeit? Nächste Woche? Wir könnten auch ein kleines Picknick machen. Nächste Woche? Wir könnten auch ein kleines Picknick machen. Perfekt. Ich bringe Snacks mit. Und du? Perfekt, ich bringe Snacks mit. Und du? Ich bringe Getränke. Ich freue mich schon. Ich bringe Getränke. Ich freue mich schon. Ich auch. Vielleicht können wir auch Fotos machen? Ich auch. Vielleicht können wir auch Fotos machen? Gute Idee. Das wird ein schöner Tag. Gute Idee. Das wird ein schöner Tag. Absolut. Bis nächste Woche, Jonas. Absolut. Bis nächste Woche, Jonas. Bis dann, Anna. Hab eine schöne Woche. Bis dann, Anna. Hab eine schöne Woche.